Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und wie ihr bereits sehen könnt, habe ich am Wochenende jetzt meine Ausdauer auf 300 Millionen bringen können. Ich habe ja jetzt übers Wochenende über die App gezockt, ne? Und habe ja ein bisschen geschludert, sage ich mal. Also ich habe natürlich alles ordnungsgemäß natürlich runtergespielt hier, alles was man halt machen muss, so, ne? Alle täglichen Aufgaben soweit. Allerdings darüber hinaus, ne, über sein Daily Stuff, den man halt eben so macht hier auf der To-Do-Liste, was man eben alles so zu machen hat, hat man eben durch die Akademie und durch die Goldgrube noch so ein paar mehr Verpflichtungen, sage ich mal, alle 5 Stunden sich hier einzuloggen, damit die halt rechtzeitig abgeholt werden kann, bevor die halt überläuft oder man dort dadurch den Gold abgibt. Das habe ich nicht ganz immer geschafft so, ne? Ich hatte auch jetzt einmal geschafft gehabt, die Akademie volllaufen zu lassen. Und bis die vollläuft, das dauert schon eine gewisse Zeit, ne? Aber das wird jetzt erstmal wieder nicht passieren, ne? Ist ja immer so, wenn man am Wochenende mal kurz seine Alu mit dem Handy runterzockt. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt wieder auf Intelligenz gehen. Ne? Ich hatte ja gesagt, sobald ich die 300 Millionen Leben als Magier hier geknackt habe, werde ich jetzt wieder Full Damage gehen und da bin ich jetzt auch schon dabei, dass wir das Ganze machen. Und als nächstes haben wir dann hier das Ziel, auf die 200.000 Intelligenz zuzusteuern. Ne? Ansonsten 65.000 Basispunkte habe ich jetzt hier als nächsten kleinen Zwischenstep. Ne? Wir sind jetzt hier bei 38,4k Ausdauerbasispunkte angelangt und da bin ich mal gespannt, wie lange das dauern wird, ne, bis wir hier mal die 200.000 zu stehen haben und vor allen Dingen auch hier der Schaden mal auf 100 Millionen hochgeht. Ne. Das wird natürlich noch ein bisschen dauern, aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das in der nächsten Zeit schaffen werden. Vor allen Dingen halt hier gegen die ganzen Magier. Ne. Ich hatte es ja letztes Mal angesprochen gehabt, ist es halt wichtig, sein eigenes Attribut voranzubringen, weil es halt das Attribut ist von den meisten Feindesklassen in den Top 10, sage ich mal. Ne? Wir haben hier 2 Krieger am Start, aber ansonsten sind ja hier eher Magier unterwegs und deswegen ist es halt auch gar nicht verkehrt, hier auf Intelligenz dann zu gehen. Ne? Gut, wir machen mal kurz den Dungeon-Angriff hier. Mal gucken, kriegen kurz aufs Maul, zack, so und dann gucken wir mal weiter in die Ehrenhalle, und zwar haben wir ja hier Teufli direkt unter mir, den können wir mal vergleichen, der hat hier zum Beispiel schon 216k, 100k Ausdauer, ne? Ein bisschen weniger als ich, dafür deutlich mehr Schaden, ne? Und er hat hier 92.000 Basisattribute, ne? Also da werden wir eines Tages vielleicht auch noch mal hinkommen. Wird noch ein bisschen dauern, ne? Overall gesehen natürlich hat er deutlich mehr, hat aber halt viel, viel mehr in Intelligenz reingesteckt als in seine Ausdauer. Ne? Könnte das aber, denke ich mal, jederzeit ausgleichen. Gut, ansonsten Teufli, Sir Webster, gut, da haben wir ja jetzt eben, dadurch, dass er halt ein Krieger ist und nicht so viel Schaden raushaut, wir ein paar Hits mehr überleben, haben wir halt jetzt sind wir jetzt ein bisschen mehr auf Leben gegangen. So, das sind ja meine eigenen Mates. Dann haben wir hier den Psycho, der hat hier auch 94k und 31k. Ne? Also ziemlich gleich, nur dass halt die Basiswerte in Intelligenz noch deutlich, deutlich höher sind. Ne? Und die Drachenhexe, ich weiß gar nicht, wie hoch die Chance hier ist. Doch die ist ja von den Skillpunkten her auch noch deutlich vor mir hier. Ne? Also auch ein bisschen weniger Leben, ne? Aber auch wieder deutlich, deutlich mehr Intelligenz, hat aber noch sehr viele Crap-Sachen an hier, ne? Also sehr viele schwarze Edelsteine, das ist natürlich, da wurde das Game noch nicht abgesteppt hier auf das Next Level, ne? Das ist natürlich meine Chance immer hier, das damit dann auszugleichen mit besserem Equipment und so, ne? Und aber die Basispunkte müssen halt dann auch auf lange Sicht gesehen stimmen. Du kannst ja halt noch so viel kaufen durch, keine Ahnung, oder durch neue legendäre Dungeons und so weiter und so fort, neues Equipment, bessere Steine und so, ne? Aber sobald du halt eben nicht diese Basiswerte hast, die halt andere Spieler auf deinem Server haben, dann kannst du noch so viel Geld in das Spiel rein investieren, musst dir halt irgendwie die Basispunkte erarbeiten und das geht halt nur durch sehr viel Ausdauer
ins Spiel durch sehr viel auf Gold questen, sehr viel Disziplin und vor allem auch regelmäßig die Goldgrube abholen, so, ne? Sehr viele Quests skippen, um dann die Stadtwache immer am besten 23 Stunden am Tag laufen zu haben. Und so eine ganzen Sachen halt eben, ne? Und dann muss man halt eben auf ganz, ganz lange Sicht gesehen, ja, die Ausdauer beweisen, unter Beweis stellen und dann kann man es mal auch irgendwann schaffen, ne? Vom Equipment her bin ich ja deutlich aktueller hier als jetzt mein ja, Kontrahent, ne? Und auch von den Steinen her natürlich auch deutlich besser, die Waffe ist besser, ne? Alles ist eigentlich besser, aber halt wie gesagt, die Basiswerte sind halt bei ihm noch besser. Und das ist halt eben das, ne, wo halt, ja, der Knackpunkt quasi liegt, ne. Wie gesagt, Ausdauer geht noch, aber Intelligenz, ein deutlicher Unterschied, ne, zu merken auf jeden Fall. Und ja, das als Main-Attribut ist natürlich sehr ausschlaggebend. Deswegen werde ich jetzt weiterhin auf Intelligenz gehen und vor allen Dingen, damit ich auch ein paar bessere Crits vielleicht auch verteilen kann, ne. Das ist natürlich auch als Magier immer ziemlich nice anzusehen, ne? Ich muss mal gucken, wie viel haben wir jetzt hier eigentlich gemacht an... Achso, oh, wir haben hier ein paar Sachen auch zum Abgeben bei der Hexe. Wo ich eigentlich hin wollte, ist hier zum Schmied. Ja, wir sind jetzt wieder auf 83.000 und wir können auch tatsächlich schon wieder, ich habe das gar nicht mitgekriegt hier, wir können tatsächlich auch wieder ein Item verbessern. Das ist natürlich ganz nice. Mal gucken, wir haben jetzt hier 13. Ich kann sogar die Sachen schon auf 14 machen, fällt mir gerade auf, ne? Aber wir machen natürlich erstmal alles auf 13, bevor wir die Sachen auf 14 anfangen. Nur mal Interesse halber gucke ich mal, wie so der Unterschied ist. Hier bei mir kosten ja alle Items gleich, weil die alle gleich alt sind vom Zeitraum her, wo ich mir die geholt habe. So, das von 13 auf 14 kostet 82.000. Und von 12 auf 13 kostet 71. Okay, gut, das ist ein kleiner Unterschied auf jeden Fall. Ne, bei der Waffe ist das natürlich nochmal deutlich brachialer, der Unterschied. Mal gucken, wie sieht es hier aus? Hier ist noch alles auf 12, 12, 12. Okay, nur die untersten beiden Items sind hier auf 13 angesiedelt. Ist nur die Frage, ob ich jetzt warte bis zum nächsten legendären Dungeon mit den Kristallen hier oder ob ich die gleich hier reinbuttern werde. Aber ich glaube, ich werde die gleich hier reinbuttern, weil... Ja, ich werde zwar den nächsten legendären Dungeon auf jeden Fall spielen, wenn der kommt, ne? Also das wird ja der Geburtstagsdungeon dann werden. Allerdings muss ich mal gucken, ob ich überhaupt hier mein Equipment wechseln möchte. Geht primär eigentlich eher um die legendären Steine, dass ich die öfter finde. Ich möchte auch alle Items haben. Ich werde auch den Dungeon öfters mal durchgrinden, auch einfach wegen der Stat-Punkte, ne? Und auch wegen den Kristallen, die man dort auch bekommt, so, ne? Aber ich glaube, die Items werden gar nicht mal so viel besser sein, weil ich nicht großartig gelevelt habe, weil ich sehr viel auf Gold spiele, ne, habe ich einen sehr langsamen Fortschritt, was mein Level angeht und deswegen werde ich auch, glaube ich, nicht großartig Plus machen beim nächsten legendären Dungeons, was alleine die, was mein Equipment angeht. Was weiß ich, vielleicht 10 Statpunkt, 20 vielleicht höchstens, so, ne, und das lohnt sich halt überhaupt nicht für einen Run, so, ne. Das ist halt dann primär wirklich dann mehr das Gold farmen aus den Dungeons, ne, aber mehr ist es dann auch nicht. Deswegen werde ich die Items jetzt auch noch gleich weiter verbessern. Ja, und deswegen haben wir das jetzt mal einfach auf Stufe 13. So, zack, haben wir das nächste auf 13. Sehr nice. Mal gucken, wie sieht es dahingehend aus bei meinen Kontrahenten. Da bin ich auch tatsächlich sehr weit vorne. Das sind die Sachen, womit ich punkten kann, ne? Womit ich meine nicht vorhandenen Basis-Skills ein bisschen ausgleichen kann. Ne? Hier bei den... Alter, die Steine, ey. Holy shit. Da muss man vielleicht auch nochmal ein Wörtchen reden. Da, also wenn hier Leute dabei sind, die hier noch auf dem Level Intelligenzsteine drin haben. Also, ich meine, gut, der bringt zwar bei ihm hier ja, 2000, aber zu welchem Preis, ey? Alter, vor allen Dingen 2 Stück hier auch gleich drin. Holy shit. Uff, Spanne ist krass. Alles halt Full Damage, ne? Das ist halt Full Damage hier. Komplett Intelligenzsteine reingepackt. Ja, fehlt am besten noch, dass er sich irgendwelche Items gönnt. Normale Items, die ja nur ein Attribut haben, so mit nur Intelligenz. Das ist schon hart auf jeden Fall. Ne? Der haut bestimmt ziemlich krassen Schaden raus, würde ich mal so sagen. Aber das ist schon krass. Ja.
Habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Leute, die hier mit einer Attributstein rumlaufen, in der Gegenwart hier. Ne? Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, mit Equipment technisch kann ich gut mithalten. Der Rest kommt dann nachher von selbst und da helfen mir halt auch eben diese legendären Dungeons auch ein gutes Stück weit weiter, sag ich mal, damit ich ein bisschen aufschließen kann, was so die Statpunkte angeht, ne? Das natürlich, ja, das möchte ich natürlich auch wahrnehmen. Ja, dafür, dass ich dann mal eines Tages hier auf Platz 1 dann mehr oder weniger dauerhaft entstehe, ne? Da investiere ich ja dann auch halt gerne ein bisschen mehr dafür, ne? Ansonsten mal gucken. Wir sind hier jetzt momentan auf 73 von unserer, in unserer internationalen Ehrenhalle hier. Das ist natürlich ganz nice, ne? Sind gut aufgestiegen. Wir waren ja sonst in den 90ern so ungefähr. Mal gucken, wie sieht der Kampf. Nice. Ja, und gegen Teufel habe ich ja auch schon des Öfteren gewonnen, ne? Und wenn es da so weitergeht, ja, wäre es natürlich nice, dass man mal hier vielleicht nach oben hin ein bisschen aufschließen kann. Guck mal, so hier ist sogar der Charlie, der ist sogar schon vor Derafin hier. Ich weiß gar nicht, ob Derafin überhaupt noch so aktiv ist, so. Oder ob der, weiß ich nicht, ob der noch spielt, so irgendwie, keine Ahnung. Ne? Aber ist auf jeden Fall ziemlich interessant mal zu sehen. Also, wenn man aktiv am Ball bleibt und trotzdem noch immerhin, über seine Alu, die man halt so hinweg spielt, noch weiterhin sehr viel Geld in das Spiel investiert, dann kann man natürlich auch sich in der internationalen Ehrenhalle ein bisschen vorankämpfen, weil viele auf meinem Level, die investieren halt nicht mehr sehr viel Geld in das Spiel, weil es lohnt sich halt auch nicht. Du bist halt komplett durch mit dem Content so, ne, hast ja die Dungeons, die du eh nicht besiegen kannst hier erstmal großartig so, ne, und ja, es ist halt, weiß ich nicht, es lohnt sich halt wirklich nur für Leute, für mich so, die erstmal Mehrwert dadurch schaffen, indem sie halt hier Videos machen so von dem Spiel, ne? Und das halt eben mein Hobby ist und ich da ja halt dann dementsprechend halt gerne Geld rein investiere, ne? Halt nicht nur mein Hobby, dass ich das spiele, sondern dass ich davon auch noch YouTube-Videos machen kann. Und ja, das natürlich, ansonsten, ich weiß nicht, wie weit ich so das treiben würde mit dem Spiel, wenn ich hier privat für mich hier spiele, ne? Keine Ahnung. Aber ich sag mal so, wenn das ganze YouTube-Ding nicht gewesen wäre, dann hätte ich auf jeden Fall auch keinen personalisierten Avatar. Und dann wäre ich, glaube ich, jetzt auch noch nicht auf Rang 1 und hätte auch noch nicht so viel investiert. Dann hätte ich, glaube ich, auch nicht dieses komplette legendäre Equipment, diese Steine und vor allen Dingen auch diese Waffe und diese Verbesserung drauf hier, mit diesen Runen auch vor allen Dingen. Ja, da hätte ich, glaube ich, viele Sachen anders gemacht, würde ich privat spielen. Aber spiele ich nun mal nicht und deswegen sieht mein Char jetzt so aus, wie er aussieht. Ne? Gut, das soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.